Als Matthew Newton in der Wildnis Alaskas spazieren ging, wollte er mit seiner Kamera atemberaubende Bilder aufnehmen. Er war mit seinem Fotoapparat in den verschneiten Ebenen und gefrorenen Wäldern unterwegs und hoffte darauf, neben der wunderschönen Natur auch ein paar Wildtiere mit seiner Kamera einfangen zu können. Der Mann war sich jedoch auch den Gefahren dieser Gegend bewusst. Hier lebten eine Vielzahl an gefährlichen Raubtieren wie Bären oder Wölfe. Doch er war erfahren mit dem Umgang mit wilden Tieren und wusste, wie er handeln sollte, wenn ihm eines dieser Tiere über den Weg laufen würde. Im Großen und Ganzen fühlte er sich also sicher. Doch er konnte nicht ahnen, was er an diesem Tag erleben würde. Nachdem er einige Zeit durch den Schnee gestapft war, entdeckte Matthew in einiger Entfernung vor ihm ein Tier. Es sah aus wie ein Luchs. Matthew hob seine Kamera und begann so viele Fotos wie möglich zu machen. Er schlich sich etwas näher heran und hoffte, dass der Luchs sich nicht erschrecken oder weglaufen würde. Aber zum Glück blieb er an Ort und Stelle stehen und schaute sich um. Er sah sogar direkt in die Kamera, während Matthew immer mehr Fotos schoss. Mutig schlich der Mann noch näher heran und war verwundert, dass die Raubkatze immer noch nicht geflohen war. Irgendetwas schien an der ganzen Sache sehr seltsam zu sein. Matthew senkte seine Kamera und blickte den Luchs neugierig an. Der Luchs schaute ebenso neugierig zurück. So etwas hatte der Mann in all den Jahren nicht erlebt. Es war wirklich ein besonderer Moment. Dann tat der Luchs etwas völlig Unerwartetes. Er begann langsam auf Matthew zuzugehen. Normalerweise hätte er versucht, ihn zu verscheuchen. Luchse können sehr gefährlich sein, und sie sind kluge Raubtiere, die sehr geschickt im Töten sind. Aber irgendetwas an diesem Tier erregte seine Aufmerksamkeit. Es war, als ob der Luchs ihn anflehen würde. Seine Augen baten ihn um Hilfe. Matthew blieb stehen, als der Luchs ihn erreichte und das Tier begann ihn in Richtung eines Gebüsches zu bewegen. Es lag etwas abseits des Weges, und Matthew machte sich ein wenig Sorgen, dass ihn niemand finden würde, wenn ihm etwas passieren würde. Aber die Neugierde siegte schließlich, und er folgte dem Luchs vom Weg weg in Richtung des Dickichts. Während er ging, schaute der Luchs immer wieder zurück, um sich zu vergewissern, dass Matthew ihm immer noch folgte. Eine sehr seltsame und merkwürdige Situation. Aber was der Mann sah, als er das Gebüsch erreichte, ließ sein Herz sinken. Dort saß ein armer Luchswelpe gefangen in einer Falle, die an seinem Hinterbein befestigt war. Es schien, als wollte die Mutter, dass Matthew versuchte, dem Jungtier zu helfen und sein Leben zu retten. Denn ohne menschliches Eingreifen würde das arme Jungtier sicher verenden. Geistesgegenwärtig machte sich Matthew an die Arbeit. Er wusste, dass er das arme Tier nicht seinem Schicksal überlassen konnte. Matthew griff in seine Tasche, holte ein Notfallwerkzeug heraus und begann die Falle zu zerlegen. Sie löste sich schließlich und gab den Blick auf ein zerschnittenes und gequetschtes Bein des Welpen frei. Matthew spülte es und säuberte die Wunde so gut er konnte. Zum Glück war die Wunde nicht allzu schwer und würde hoffentlich von selbst heilen. Die Luchsmutter übernahm anschließend die Pflege des Welpen und leckte ihr Baby behutsam ab. Sie würdigte den Mann nicht einmal eines Blickes, als er aufstand und sich auf den Weg zurück zum Pfad machte. Matthew brauchte kein Lob von dem Tier. Er wusste selbst, dass er eine gute Tat vollbracht hatte. Der Mann ahnte jedoch nicht, was später noch Unglaubliches passieren sollte. Der Rest von Matthews Abenteuerspaziergang war ziemlich ereignislos. Er schoss viele Fotos und genoss die Stille und Einsamkeit der Natur. Als er am Abend nach Hause kam, nahm er eine warme Dusche, aß eine kleine Mahlzeit und fiel dann ins Bett. Die ganze Zeit dachte er über die außergewöhnliche Luchsbegegnung an diesem Tag nach. Dann schlief er schnell und mit einem Lächeln im Gesicht ein. Am nächsten Morgen wachte er aufgrund eines lauten Geräusches auf, das von draußen kam. Es war ein Klopfen und Kratzen, das er noch nie zuvor gehört hatte. Sofort war er in höchster Alarmbereitschaft, setzte sich auf und lauschte aufmerksam, weil er glaubte, dass ein Eindringling versuchte, in sein Haus einzubrechen. Besorgt zog sich Matthew Kleidung an und schnappte sich einen Baseballschläger, den er in der Ecke seines Schlafzimmers aufbewahrte. Wenn es einen Eindringling gab, würde Matthew dafür sorgen, dass er seine Entscheidung, in sein Haus einzubrechen, bereuen würde. Er legte eine Hand auf den Türgriff, bevor er die Tür weit aufriss und sich mit seinem Schläger bereit machte. Aber es war niemand da. Dennoch war da dieses seltsame Geräusch. Als sich der Mann umsah, erkannte er, dass es von seiner Veranda kam. Langsam und leise näherte er sich dem Fenster, das auf die Veranda hinausblickte. Wenn dort draußen jemand war, würde er einen guten Blick auf ihn werfen können. Aber was er sah, konnte er nicht glauben. Er war schockiert. Matthew spähte durch das Fenster, nicht sicher, was er zu sehen erwartete. Doch sein Blick fiel auf einen seltsamen, aber vertrauten Anblick. Es war die Luchsmutter, der er am Tag zuvor beim Wandern geholfen hatte. Sie kratzte an der Tür und patrouillierte auf und ab. Es schien, als wäre das Tier ihm nach Hause gefolgt und wollte sich bei ihm für seine Freundlichkeit bedanken. Aber die Luchsin war nicht alleine.
Sie hatte ihre Jungen mitgebracht, die alle zusammengekauert waren und ihre Mutter neugierig beobachteten. Er entdeckte sogar das kleine Luchsbaby mit dem verletzten Bein. Zu seiner Freude stellte er fest, dass es viel weniger geschwollen und gereizt aussah als noch am Tag zuvor. Offensichtlich war das Baby auf dem Weg der Besserung. Sobald die Luchse bemerkten, dass er sie durch das Fenster beobachtete, stießen sie ein aufgeregtes Kläffen aus. Matthew schnappte sich seine Kamera und begann die seltsame und unglaubliche Erscheinung auf seiner Veranda zu dokumentieren. Es schien, dass die Luchse gekommen waren, um sich für seine Freundlichkeit zu revanchieren. Die normalerweise scheuen und ungeselligen Tiere tollten auf der Veranda herum. Sie blieben dort für etwa eine Stunde. Schließlich stand die Luchsmutter auf und machte sich auf den Weg, die Verandatreppe hinunter und zurück in die Wildnis zu gehen. Ihre Jungen folgten ihr pflichtbewusst, stellten sich in einer Reihe auf und trotteten ihrer Mutter nach. Matthew sah ihnen lächelnd hinterher, wie sie in den Bäumen verschwanden. Der Mann würde dieses besondere Erlebnis den Rest seines Lebens nicht vergessen. Wenn dich diese Geschichte genauso berührt hat wie uns, solltest du dir dieses Video ansehen. Eine Löwin fleht einen Mann um Hilfe. Was dann geschah, ist unglaublich. Klicke hier, um die ganze Geschichte zu erfahren.